Willkommen zurück bei Laura und Mariano. Schnallt euch gut an, in dieser Episode geht es rund. Wir sind weiterhin dabei, den Himalaya zu durchqueren und nach den ersten Problemen in der letzten Episode wird es jetzt noch schlimmer. Die Straßen werden immer schlechter, wenn man es zum Teil überhaupt Straße nennen kann. Wir müssen über mehrere Pässe, kommen aber die Berge nicht hoch. Wir haben eine Panne, anderen helfen wir bei deren Panne und der indische Verkehr macht es uns auch nicht leicht. Aber fangen wir mal von vorne an. Wir fangen da an, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Es geht jetzt weiter. Wir fahren durch die krasse Landschaft des Himalayas. Wir sind immer noch auf über 4000 Meter Höhe und heute geht es auf, ich glaube, über 5000 Meter hoch. Und wir müssen heute gleich hier diese ganzen Serpentinen hochfahren. Unser Ziel ist erstmal so ein See. Das sind 140 Kilometer. Wir fahren früh los, damit kein Verkehr ist und dass wir hier gut durchkommen. Also, gute Fahrt. Ah ne, gute Fahrt an uns, ne? Happy Journey. Los geht's. Happy Journey. Zurück auf der Straße. So, jetzt sind wir schon mal durch den ersten Checkpoint wieder, wo wieder alle unsere Infos handschriftlich eingetragen wurden. Und es ist schon immer lustig, welche Fragen die dann so stellen. Ja, fahrt ihr hin? Und man denkt sich so, ja, so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Aber ja, alles gut, jetzt sind wir durch und jetzt können wir schön weiterfahren. Und viele Menschen lächeln uns hier sehr nett und freundlich an. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt dann in Ladakh sind, im nächsten Bundesstaat. Ja, da drüben kommt auch noch mal so ein Schild. Ja? Ah ja. Da ist die Brücke noch nicht fertig. Oh Gott. Schön langsam. Ja. Jetzt geht's los mit den Serpentinen hier rechts hoch. Viel Schwung. Wir sind jetzt bei den Gata Loops. Aha. Ja, also Steinböcke. Ah, hallo Steinböcke. Bisher läuft es ganz okay. Die Straße ist nicht sehr steil, aber halt schmal. Zwischendurch kam jetzt schon Gegenverkehr, aber dann gibt es hier immer so wie so Parkbuchten, dann kann man da kurz warten. Nur ein paar idiotische indische Touris sind natürlich auch wieder unterwegs, die einen mega asozial überholen müssen. Erst hupen sie die ganze Zeit hinter einem und dann in der Serpentine, wo wir ein bisschen ausholen müssen, überholen die einen so richtig knapp, also echt so 5 cm an einem vorbei. Jetzt haben wir die Worst-Case-Situation. Hier ist eine Kurve und dann geht es steil hoch und wir kommen nicht hoch ohne ersten Gang. Jetzt müssen wir nochmal runterfahren mit Anschwung, haben wir es gerade schon versucht. Oder halt rückwärts. Kacke, ey. Versuchen wir es jetzt nochmal mit mehr Anlauf. Das kommt entgegenkommen. Ja, dann schreibst du doch schon mal da hoch. Ja. Mariano, da kommt ein LKW!
So, jetzt in der nächsten Serpentine war genug Platz. Jetzt konnten wir wieder umdrehen und richtig umfahren. So, da kommen die nächsten LKW. Aber die Kupplung ist auch nicht mehr so geil. So, hier ist der Viewpoint. Okay, wir haben es hochgeschafft. Huiuiui. Das war ja anstrengend. Und ja, mehr Verkehr als gehofft. Aber naja, wir haben es geschafft. Und wenn jemand, wir brauchen irgendwann mal eine neue Gangschaltung und dementsprechend auch eine neue Kupplung. Wenn jemand in Albanien eine gute Werkstatt kennt, weil da gibt es ja auch noch alte Dydos, das wurde uns empfohlen, dass wir es in Albanien machen lassen sollen, dann schreibt uns gerne. Also wir haben das auch schon mal im Iran versucht, weil da fahren ja auch, aber das ist halt immer das Vorgängermodell, das gleiche in Kathmandu. Damals sind die ganzen Hippies ja mit den alten Mercedes-Bussen dann so nach Kathmandu und Iran überall und haben die da verkauft. Und jetzt fahren die da in Iran zum Beispiel, ist das so der Schulbus und so. Aber es ist alles das Vorgängermodell, die halt so den LKW-Motor haben und dementsprechend auch eine LKW-Gangschaltung und so weiter. Und das passt natürlich alles bei uns nicht rein, weil wir haben halt diesen tollen 70 PS PKW-Motor. Naja, müssen wir irgendwann nochmal hier das austauschen lassen. Toll. Guter Frühstücksplatz hier. Ja, das ist mal ein Frühstück. Vielleicht ein bisschen viel Knoblauch am Morgen, aber es ist ja jetzt auch schon 10 oder so, ne? Ja, ist mehr so Brunch. Mein Frühstück ist Trockenbrot. Bist du wieder höhenkrank? Ja, ich habe aber wirklich das Gefühl, wenn ich atme, da kommt also man kriegt ja auch weniger Sauerstoff. Aber Ja. jetzt ist es, glaube ich, auch so psychisch, dass ich so darüber nachdenke. Ja, toll. Jedes Mal, wenn ich atme, kommt weniger Sauerstoff in meinen Körper. Oh mein Gott, das kann nicht gut sein. Und ich versuche die ganze Zeit runterzukommen und zu denken, Hero, du wirst daran nicht sterben. Du wirst genug Sauerstoff haben. Aber es ist echt schwer. Und jetzt ist mir echt ein bisschen schlecht weiterhin. Ja, also nächstes Mal müssen wir eine Sauerstoffflasche mitnehmen. Ja, dann will ich jetzt die ganze Zeit so sitzen. Wir hätten das Stand-Up-Paddleboard auf Meereshöhe aufpumpen müssen und dann hätten wir so normale Luft ein bisschen dabei. Aus dem Stand-Up-Paddleboard Ja. geatmet. Nein, man muss sich ja dran gewöhnen. Ich hoffe, in ein paar Tagen ist es dann gut. Ja. Himalaya! Wuhu! Weiter geht's. Wir haben noch 100 Kilometer vor uns bis zu dem See. Und in den Bergen ist man ja immer ganz schön langsam. Oh, LKW. Wir haben es zur nächsten Passhöhe geschafft. 15.547 Feet. Keine Ahnung, was das in Meter ist. Vielleicht fast 5.000. Ich blende es mal hier ein. Und richtig lustig, eben waren da 2 indische Touris und die konnten voll gut Deutsch. Und wir so, warum könnt ihr so gut Deutsch? Und die arbeiten bei Mercedes in der Werkstatt irgendwie. Und deshalb konnten die Deutsch. Und deswegen waren die auch so interessiert und haben uns so angehört, so, hat uns auch auf Deutsch angesprochen. Und das Wetter wird ein bisschen schlechter jetzt hier mit der Höhe. Und eben war auch recht viel Verkehr, der so ein bisschen aufgehalten hat. Das war ein bisschen blöd, weil wir brauchen noch so ein bisschen Schwung. Aber jetzt ist gerade frei. Und da hinten sieht man jetzt auch nochmal richtig krass so diese mega vielen schneebedeckten Berge. Da sieht man nochmal, wie hoch wir jetzt sind und dass wir halt im Himalaya sind. Weil wenn man so einfach durch diese Plateaus fährt, realisiert man das immer gar nicht direkt. Aber da hinten kriegt man da dann nochmal ein Gefühl für. Völlig im Nirgendwo sind wir hier. Richtig krass, einfach irgendwo in den Bergen. Jetzt kommt noch eine steile Passage. Laura ist schon mal ausgestiegen, geht vor, guckt, ob Verkehr kommt. Und dann sind wir auch ein bisschen leichter. Los geht's. Erstmal hier durch die Pfütze.
das geht nicht. Sorry. Okay, stopp! Jetzt müssen wir hier nur wieder hochkommen. Puh, der nächste Gipfel geschafft. Oh, jetzt bin ich richtig fertig, Leute, ey. Puh. Ich bin so immer wieder ausgestiegen, damit es dann leichter ist und habe geschoben im Matsch und dann diese Leute, die auch keine Ruhe haben. Ja, hupen uns an, ey. Und machen so, hä, was macht ihr da? Ja, wonach sieht's aus, Ja. ey? Wie dumm kann man sein? Aber boah, das war jetzt echt eine mehr als stressige Stunde, 2 Stunden, was auch immer. Aber wir sind jetzt auf... Über 5000 Meter sind wir jetzt. Woo! Wow, wer war schon mal auf über 5000 Meter? Keine Und das Ahnung. mit dem Auto und nicht mit dem Hubschrauber oder auf dem, Oder zu auf Fuß. dem Mount Everest. Scherz, also wer zu Fuß so hochläuft, der hat nochmal mehr Respekt verdient natürlich. Aber oh, ich bin jetzt echt richtig durch. Puh. Kurze Ja, Pause, Ja. auch für die Kupplung. Und dann machen wir hier nochmal ein Foto vor diesem Schild. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall der höchste Ort, an den wir jemals fahren werden oder auch überhaupt sein werden. Ich meine, über 5000 Meter, da muss man ja schon auf irgendwelche krassen Berge im Himalaya oder in den Anden oder so klettern, dass man so weit oben ist. Also ich finde es richtig krass, was wir jetzt hier geschafft haben. Auch wenn es eigentlich nicht so die beste Idee war, aber wir haben es geschafft und es war auch ganz schön anstrengend. Aber wir sind oben und jetzt geht es, glaube ich, hauptsächlich bergab. Ich möchte auch nochmal anmerken, dass wir dieses Auto ja unter dem Vorwand gekauft haben, in Europa rumzureisen. Und dass wir jetzt bis nach Nepal und jetzt hier im Himalaya von Indien landen, überhaupt nicht geplant war, sondern sich so entwickelt hat. Weil, wäre das von Anfang an unsere Idee gewesen, hätten wir uns natürlich ein anderes Auto besorgt. Ein Auto, was dafür mehr equipped wäre und mit so Bedingungen besser umgehen könnte, was halt mehr zum krasses Streckenfahren gemacht wäre als dieses hier. Okay, eigentlich wollten wir eine längere Pause machen, aber jetzt hat es so angefangen zu schneien. Und wir wissen nicht, wie die Straßen jetzt so werden. Es ist immer noch nicht so richtig asphaltiert, deswegen fahren wir lieber mal ein Stück weiter. Dann bleibt der Motor auch noch warm, dann haben wir nicht so Probleme zu starten hier. Okay, dann geht's weiter. Ja, und der Motor startet hier nicht so gut. Es ist einfach zu wenig Sauerstoff. Irgendwelche lustigen Leute, die uns filmen. Hallo. Wir sie ja auch. Auf geht's. Also einmal Grüße an Shannon und Markus, die gerade über den Pamir Highway durch Tadschikistan fahren und meinten, die Straßen sind sehr schlecht. Wir haben auch schlechte Straßen. Also leiden wir hier alle. Na, so langsam macht es auch gar keinen Spaß mehr. Ne? Nee. Ist so nervig. Aber wir haben eben noch mal einen Mann getroffen, den wir auch schon in Keelong getroffen haben. Und er meinte, oh, jetzt seid ihr ja hier oben. Und er meinte, ja, hier ist die Straße sehr schlecht, aber ein bisschen später, da wird sie wieder gut. Und einmal geht es wohl noch mal irgendwo hoch. Aber hier geht es erstmal runter mit ja, sehr schlechter Straße. Und Schnee und Verkehr. Oh je, nee. Dann warte ich hier nochmal, dass der LKW vorbeikam. Die LKW. Oh Gott. Jetzt hat ihr gerade wieder so ein 4x4-Fahrzeug gehalten und meinte so, ihr habt es endlich geschafft. Also der Fahrer meinte das. Und ich glaube, das sind ganz viele Fahrer, die uns dann immer schon so in Keelong und dieser weiter unten in den Regionen gesehen haben. Und irgendwie, unser Auto ist ja auch auffällig, ne? Und
jetzt freuen sie sich mit uns, dass wir hier sind. Und jetzt stehen wir voll im Stau. Aber richtig süß. Ich habe übrigens immer, falls wen interessiert, um hier die Zeit im Stau zu füllen, das Navi an. Ist natürlich eigentlich ein bisschen sinnlos, weil es gibt nur eine Straße und es geht nur geradeaus. Aber dann sieht man halt immer die ganzen Kurven rechtzeitig, weil ne, unser Bremsweg ist länger, wir müssen Schwung holen und so weiter. Da ist immer ganz gut zu wissen, wann die Kurven kommen. Besonders wenn man irgendwie ziemlich schnell bergab fährt, dann hilft das. Jetzt sind wir auch noch mit dem Tank hier aufgesetzt, weil es so mega huckelig ist. Müssen wir ein bisschen wegbuddeln da. Ja, guck mal, schau. Oh ey, ist das verbogen. Hart, ne? Ja. Sharp. ड्राइव कौन कर रहा है? Setz mal auf. Okay. Wie ist? Was machen die denn immer? Ey? Mann! Keiner hat Geduld. Ich verstehe nicht, warum man ein Stück zurückfährt und den Rest dann nicht. Da ist man echt sprachlos. So, wenn es schief läuft, dann läuft da irgendwie alles schief. Wir haben übrigens eben noch einen Motorradfahrer aus Versehen umgefahren, weil der konnte natürlich nicht warten, ist vorbeigefahren, uns natürlich völlig entgegen. Wir können auch nicht bremsen, weil dann stecken wir wieder fest. Und ja, ist einfach nicht weit genug zur Seite gegangen. Ah, es tat uns jetzt auch voll leid, aber wir wissen jetzt auch nicht, was wir. Also. Oh, Mann ey. Der Bergmann, man ist immer noch in Indien. Ja, boah ey. Puh ey, was für ein Tag. Ich glaube, so einen krassen Fahrtag hatten wir noch nie. Das ist echt ja, verrückt. So, jetzt ist da ein anderes Fahrzeug mit Platten und die brauchen einen Wagenheber. Dann haben wir auch kurz mal die Chance, uns die Hände zu waschen und hier ein bisschen aufzuräumen. Es war ja auch die beste Situation, um so eine Panne zu haben. Mega viele Leute, Schneeregen, Matsch. Verkehr und die kommen nicht vorbei. Ja, genau. Nichts gegessen, kein Oh ja, Mittag stimmt, gehabt. wir wollten noch Ich Mittag bin auch essen. richtig schwach. Wir wollten ja nur noch kurz da mal runterfahren, ne? Ja. Und gleich Kekse essen. Oder? Hello, thank you so much. You're welcome, no problem. Okay. Happy Journey. Geil, ich habe ihm Happy Journey gewünscht. Super. Aber wir sind ja in Indien, ne? Oh, wir sind ja völlig dreckig jetzt. Puh.
Was ein Tag. Ja, ey, boah. Man kann das leider, wir können irgendwie diese Landschaft hier gar nicht so richtig genießen, weil es so stressig ist. Puh. Ja, jetzt müssen wir schnell weiter, wenn jetzt Schnee, Regen, Gewitter irgendwann. Ja, voll der Donner eben. Okay, Keks und dann weiter und dann müssen wir irgendwann mal Mittagspause machen. Boah, oder einen Schlafplatz finden. Wir haben nämlich erst die Hälfte geschafft von dem Weg heute. Oh Gott. Wir sind noch 74 Kilometer bis zu dem See. Jetzt sind wir 300 Meter gefahren. Jetzt gab es hier gerade wohl irgendwie wieder Erde, die runtergekommen ist, die jetzt weggebaggert werden muss. Also es ist echt kein schöner, entspannter Roadtrip hier durch atemberaubende Landschaft, sondern es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen an wie harte Arbeit. Und wir müssen da jetzt durch und wir schaffen das und es wird sich lohnen. Also es ist ja auch voll schön und wir bereuen es natürlich nicht, aber ideal ist es jetzt auch nicht. Und zurückfahren wir dann übrigens einen anderen Weg, also über Jammu und Kaschmir. Andersrum. Hoffentlich ist das besser. Ist auf jeden Fall, glaube ich, kürzer und nicht so hoch. Ja. Und dann sind wir auch schon schnell in Amritsar und raus aus Indien. Und in Amritsar sind aber wieder 40 Grad. Oh nein, oh Gott. Aber das ist ja noch lange hin. Und jetzt hagelt es auch noch, oh je. Wir haben gerade gesagt, wenn wir gleich irgendwie einen guten Schlafplatz finden, dann bleiben wir da erstmal stehen, weil jetzt ist auch gleich schon wieder 3. Den ganzen Tag unterwegs gewesen. Boah, es war aber ja auch kein schönes Unterwegssein nur, sondern es war ja ein mega anstrengendes Unterwegssein. Ah. Jetzt geht's hier aber weiter. Uiuiui. Mit schwarzen Qualm. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Okay, hier. Ja, der kann da gut vor. Okay. Uiuiui. Noch ein Grund, jetzt langsam Schlafplatz zu finden. Der Verkehr ist einfach jetzt hier so krass. Oh, voll schräg hier, oh je. Ist ja wie beim Segeln. Bonjour! Aber es ist auch wirklich krass. Also die Militärpräsenz hier ist halt auch wirklich krass, ne? Ich bin schon Nummer 20 jetzt hier. Das hört aber nicht auf. Ja, Mann. Vielleicht machen wir hier Mittagspause. Also es hört einfach nicht auf, deswegen werden wir jetzt versuchen, in irgendeiner Parknische zu parken. Wie kann man nur so viele Militärfahrzeuge haben? Und wo fahren die denn alle heute hin, ey? Richtig krass. Und jetzt schneit auch noch voll dolle. Naja, wir essen erstmal Mittag. Vielleicht ist das dann irgendwann. Okay, Mittag slash. Naja, spätes Mittag. Ja, Abendessen. Abendessen. Weiß ich nicht. Oh je, aber hier wollen wir auch nicht übernachten. Ja, weiß ich nicht. Erstmal abwarten, wie sich die Situation tut. Sonst können wir vielleicht auch noch runterfahren und da sonst irgendwo pennen. Ja. Aber da will ich jetzt erstmal nicht. Das ist echt so krass. Wir haben uns jetzt entschieden, nach unserer kurzen Mittagspause noch ein bisschen weiter zu fahren, um aus dem Schnee rauszukommen. Übelstes Schneechaos war das. Also, man fast kaum noch was sehen. Ja, wir sind aber eigentlich beide richtig fertig nach diesem Tag. Aber wir suchen jetzt echt noch irgendwie, versuchen einen guten Stellplatz zu finden, damit wir nicht irgendwie eingeschneit sind oder so. Aber diese Straße hier ist schon wieder, da brauchen wir echt wieder stundenlang, weil sie einfach so schlecht ist. Ja, übelste Matschpiste hier mit 1000 Schlaglöchern. Wir müssen ehrlich zugeben, viele Leute haben uns gesagt, die Straße ist nach Lees gut. Und ja, deswegen haben wir das echt nicht so erwartet, so krass. Und jetzt gibt es hier noch echt viel wieder LKW-Verkehr. Wir sind echt froh, wenn wir diesen Tag irgendwie hinter uns gebracht haben. Oh je, guck dir das hier an. Oh je. Holy shit. Ich wette auch, wenn wir irgendwem diese Bilder zeigen und sagen, rate mal, wo wir sind oder wo diese Aufnahmen her sind, niemand wird auf Indien kommen. Hochsommer in Indien. Wer sagt, hier sind 40 Grad? Es schneit. Was ist das denn für ein Alter. Einfach nur Blechplatten. Alter. Mama. Und jetzt schnell hoch.
Ja, jetzt gibt es hier so runde Zelte, mal was Neues. So, wir haben es nach Pang geschafft. Wir dachten, hier liegt vielleicht weniger Schnee, aber dem ist nicht so. Aber sieht auf jeden Fall spannend aus. Wir dachten, wir fahren jetzt hier sind nochmal 3 Serpentinen hoch und dann ist man auf so einer anderen Hochebene, aber wir dachten, vielleicht ist da dann weniger Schnee, aber sieht jetzt doch nicht so aus. Ich sehe da oben den LKW fahren, da ist auch alles weiß. Na gut. Puh, was für ein Tag, ne? Boah, ich glaube, an diesem Video sieht man wieder so richtig, dass wir versuchen, euch authentisch und ehrlich mitzunehmen, weil unser Plan war ja, wir fahren durch schöne Landschaft und landen dann bei einem tollen See, den wir euch zeigen können. Und das, was draus geworden ist, habt ihr ja selbst gesehen. Ja. Naja, den See gibt es dann hoffentlich nächstes Mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall fix und fertig. Ich muss mich hier schon einkuscheln, weil es irgendwie kalt ist und wir echt K.O. sind einfach. Was haben wir heute alles gemacht? Wir sind mit dem Tank aufgesetzt, Wir sind zweimal rückwärts hochgefahren, Oh Gott. weil wir nicht hochkamen. sind durch Schneesturm gefahren, über die übelsten matschigen Schlagloch-Holperpisten. Wurden mehrmals wieder aggressiv geschnitten. Ja. Wir hoffen, es war unterhaltsam. Und wenn ihr da hier auch her wollt, dann habt ihr jetzt ja einen Eindruck, wie das hier so läuft und die Straßen sind. Und fahrt vielleicht nicht mit dem Düdo hier lang, sondern mit irgendwas Neuerem, mit ein bisschen mehr PS oder weiß ich auch nicht was. Ja, und wenn ihr Lust habt, nach Georgien zu fahren, ihr schafft es nach Uschkuli. Ja, oder was war dieser andere Pass? Der Abano. Abano-Pass. Ja. Ja, da denken wir uns im Nachhinein auch, okay, wahrscheinlich hätten wir den auch gepackt. Naja, aber das sind jetzt alles so Namen, die ihr vielleicht gar nicht kennt, wenn ihr euch mit Georgien nicht so auskennt. Ja. Aber Fakt ist, wir sind schon ziemlich weit mit diesem Auto gekommen. So gut ist es für uns und das Auto allerdings nicht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und vielleicht Ja. mit ein bisschen Mitleiden und Mitfühlen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Ja. Und hoffentlich gibt es dann nächste Woche den See. Versprechen tun wir allerdings nichts. Nee, oder direkt nach Lee, mal gucken. Genau. Oder wieder irgendeine Panne. Jetzt holen wir uns gleich nochmal irgendwie Momos to go oder einige Packungen Chips. Oder beides. Oder alles und machen uns einfach hier so einen gemütlichen, kuscheligen Abend. Den haben wir jetzt allerdings auch mehr als verdient. Ja, echt ey. Wir sind seit heute Morgen, wir sind aufgestanden, losgefahren und Ja. jetzt angekommen. Irgendwann Also. auf dem Weg gefrühstückt und jetzt sind wir hier. Ja. Puh, okay. Auf Wiedersehen, Namaste, bis zum nächsten Mal. Namaste, tschüssi. Und in der nächsten Episode geht es mit der Kälte und den Schwierigkeiten damit weiter. Wir versuchen außerdem auf über 4500 Meter Höhe Drohne zu fliegen, sehen unser erstes Yak und campen an dem krassesten See mitten in total leerer und atemberaubender Himalaya-Landschaft. Das und mehr aber in der nächsten Folge. Wir melden uns nochmal aus dem Abspann. Wir sind jetzt hier nebenan in so eine kleine Bude gegangen und haben jetzt hier nochmal Momos. Richtig lecker. Und wir konnten quasi live zugucken, wie die für uns gemacht wurden per Hand. Ja. Also, guten Appetit, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Namaste. Unser Lieblingsessen. Geil. Schau.